Hallo, schön, dass ihr da seid hier bei uns im Tübinger Süden. Ich möchte euch heute gerne unsere Symbiose aus ökologischem Holzbau zeigen für Wohnen und für Arbeiten. Kommt mal rein. Ja, jetzt sind wir zuerst mal hier in unserem offenen Wohn- und Essbereich. Wir haben dieses Haus 2008 geplant. Etwa 1/3 des Gebäudes bewohnen wir und in 2/3 arbeite ich. Wir haben eine Film-Postproduktionsfirma. Ja, wichtig war uns hier, dass wir möglichst ökologisch bauen, möglichst nachhaltig bauen. Das zeigt sich unter anderem dadurch, dass es hier ein Holzhaus ist. Das heißt, es ist in Holzständerbauweise gebaut. Wir haben versucht, 2009 all die Möglichkeiten zu nutzen, die ökologischer und nachhaltiger Bau bietet. Also das heißt, es wird individuell geplant, entworfen, gebaut und in Teilen dann hier angeliefert und aufgebaut. Vorteil an einer natürlichen Dämmung wie mit Zellulose und Holzfasern liegt natürlich auf der Hand, sind natürliche Dämmstoffe, haben teilweise schon eben CO2 gebunden. Ich meine, Zellulose ist Holz, ne? Und Holz ein nachwachsender Rohstoff ist, der ja über Bäume schon CO2 gebunden hat. Deswegen ist das Holz an sich ein CO2-neutraler Baustoff. Wir haben eine große Photovoltaikanlage, wir erzeugen unser Warmwasser selbst, wir nutzen das Regenwasser. Das zeige ich euch aber alles nachher nochmal im Detail. Wenn man eben neu plant, dann kann man sich auch so ein paar kleine Gimmicks ausdenken. Also zum Beispiel haben wir hier in der Küche die Möglichkeit, dass wir die Dinge für den gelben Sack eben nicht in der Küche stapeln müssen, sondern dass wir einfach hier im Schrank aufmachen können, einwerfen und es fällt dann runter in den Keller. Es gibt noch eine zweite Röhre für Altglas, damit sich das hier eben in der Küche nicht einfach stapelt. Etwas, was uns auch gut getan hat. Wir haben hier so eine interne Feuerstelle, in der wir in kalten Wintermonaten dann einfach auch hier unser Inhouse-Lagerfeuer machen können und neben dem Effekt, dass es unsere Herzen wärmt, noch zusätzlich eben Energie bringt und Wärme für das Haus. Oder so Kleinigkeiten wie hier dieser Bereich, in dem wir quasi unsere Handys und Telefone laden. Da gibt es hier einen Schalter und wenn ich den Schalter drücke, dann laufen die Netzteile genau für 2 Stunden. Soll dazu beitragen, dass einfach auch der Standby-Strom von Netzteilen, wissen wir alle, viele kleine Netzteile machen am Schluss dann doch eine Menge aus, dass der begrenzt ist. Das heißt, wenn die Geräte geladen sind, kann ich hier drauflegen, dann ist der Strom wieder abgestellt und wir sparen an dieser Stelle Energie. Von einem einzelnen Netzteil ist es minimal, dann ist es irgendwie ein halbes Watt oder so, aber das summiert sich halt im ganzen Haus. Ne? Halbes Watt hier, halbes Watt da, 0,3 da. Und es funktioniert deswegen, weil wir hier das Haus nicht mit konventioneller Elektrik geplant haben, bei der quasi ein Stromkabel vom Schalter zu den Lampen läuft, sondern weil wir dafür ein sogenanntes Bussystem eingesetzt haben. Das kann man hier so vielleicht ein bisschen verdeutlichen an diesen vielen, vielen Knöpfen. Im Prinzip kann man jeden Verbraucher, jede Lampe hier und so weiter auch einzeln schalten, wenn man möchte. Man kann es auch zu Gruppen zusammenschalten, also einzelne Räume zusammenschalten. Ja, und jetzt würde ich aber sagen, jetzt gehen wir mal nach oben und da zeige ich euch schon einen kleinen Effekt des Bussystems. Wenn ich hier den schwarzen Knopf drücke, geht hier überall das Licht aus im ganzen Haus, aber das Licht auf der Treppe geht an und zwar für 12 Sekunden. So lange brauchen wir nämlich, bis wir oben sind und dann darf der Strom wieder aus sein. Ja, jetzt sind wir hier im 1. Stock angekommen. Hier gehen wir gleich mal ins Bad. Das Besondere ist hier vielleicht, dass wir hier das Konzept mit dem durchgehenden Holzboden auch weitergeführt haben. Das heißt, in diesem Bad gibt es keine Fliesen. Hier haben wir einen Holzboden, Eichenholzboden, und der ist speziell. Der ist nämlich bei hohen Temperaturen karamellisiert worden. Das heißt, der ist im Prinzip wasserabweisend, ähnlich wie man es auf Segelschiffen kennt. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem, wenn der nass wird. Der kann das einfach abhaben. Und dann
hat so ein Holzbau natürlich noch den Vorteil, dass man wunderbar einfach auch Wände anders gestalten kann als im Massivbau. Das heißt, wir haben hier Fächer eingebaut. Was auch ein bisschen anders ist, vielleicht als in normalen Bädern, ist, dass wir hier in den Bädern überall Lehmputz aufgetragen haben, ein ganz natürlicher Rohstoff. Großer Vorteil ist, dass Lehm Feuchtigkeit schnell aufnimmt und ganz langsam wieder abgibt. Das ist für Feuchträume sehr, sehr gut, weil einfach dadurch Schimmelbildung vermieden wird und wir trotzdem einen gewissen Spritzschutz haben. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal durch den Flur an den Kinderzimmern vorbei, hoch in den 2. Stock. Wir schauen mal noch kurz, ob wir stören können. Hey Marie. Hallo. Genau, hier geht's hoch. Ja, jetzt sind wir hier im Elternstockwerk quasi. Und hier zeige ich euch mal so unser Konzept mit den Schränken im Haus. Wir haben nämlich keine, sondern wir haben in der Planung überall quasi schon zwischen den Steigschächten für die Technik diese Schiebetüren mit einem Einbauschrank quasi. Hier jetzt eben unsere Kleidung. Vielleicht besonders, dass wir in jedem Stockwerk entweder so eine Klappe im Boden oder in der Wand haben für unseren Wäscheschacht. Das heißt, Dreckwäsche geht einfach hier rein, landet unten im Keller neben der Waschmaschine und kann von dort wieder gewaschen werden. Auch noch eine Besonderheit vielleicht hier, gibt es auch in jedem Stockwerk diese Klappe mit dem Rohr. Das ist unser Zentralstaubsauger, der befindet sich ganz unten im Keller, ein großer Staubsauger, der durch ein Rohrleitungssystem mit jedem Stockwerk verbunden ist. Hier schließt man quasi einfach nur noch den Schlauch an und den eigentlichen Saugschieber. Und der Vorteil davon ist, dass der Staub direkt unten aufgefangen wird und vor allem die Abluft, die ja so ein Staubsauger hervorbringt und die nicht unbedingt so wahnsinnig gesund ist, die wird direkt quasi über so eine Art Auspuff direkt aus dem Gebäude raus durch ein Loch in der Wand beim Kamin nach draußen geführt. Hier kann man jetzt noch mal ganz gut sehen, eigentlich, wie sich das mit dem Holzhaus anfühlt, so wie es jeder kennt. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn ein Holzhaus muss gar nicht aussehen wie ein Holzhaus. Große Teile unseres Gebäudes sind ganz normal verputzt. Ja, und hier sieht man ganz gut so die Konzeption, wie in Tübingen ganz viel gebaut wird in diesen sogenannten Innenhöfen. Das sind also alles Baugemeinschaften und Nicht-Investoren, die hier bauen zusammen, sich so auch zusammenfinden, um den Flächenverbrauch jedes Einzelnen ein bisschen zu reduzieren. Die Badewanne, mit der hat es echt auch was Besonderes. Das ist nämlich die Badewanne meiner Urgroßmutter. Die habe ich vor über 35 Jahren, als das Haus meiner Urgroßmutter irgendwie verkauft wurde, habe ich die ausgebaut und dann irgendwie 25 Jahre in einem Schuppen gelagert, weil ich wusste, irgendwann will ich die wieder einsetzen. Und in heißen Sommer sind wir da auch ab und an mal drin gelegen, sind auch schon Kunden drin gelegen und Gäste. Ja, jetzt sind wir hier oben bei uns auf dem Dach und hier kann man ganz gut sehen, dass das gesamte Dach mit Photovoltaik belegt ist. War 2009 schon möglich, allerdings nicht so leistungseffizient, wie das heute möglich ist. Diese Anlage hat ihr Geld bei weitem verdient und wir werden sie jetzt im kommenden Jahr ersetzen durch eine Anlage, die eine 6-fach höhere Leistung hat. Das hat dann zur Folge, dass wir mit Batteriepuffersystem auch den Großteil des Stroms, den wir im Gewerbe einsetzen, aus eigenen Mitteln verwenden können und nur in Wintermonaten noch entsprechend zukaufen müssen. Und den zweiten Teil der Nutzung von Sonnenenergie, den seht ihr hier. Das ist unsere Solarthermieanlage, 6 Quadratmeter Röhrenkollektoren, durch die quasi ein mit Alkohol versetztes Wasser fließt, sodass es im Winter nicht gefrieren kann. Und das wiederum befüllt durch die Sonnenenergie unseren Warmwasserspeicher. Gut, dann gehen wir jetzt mal in den Gewerbebereich. Wir haben eine
erste Filmkamera habe ich 1980 ganz lange dafür arbeiten und sparen müssen, mir diese Super 8 Kamera zu kaufen. Aber hier geht es jetzt eigentlich zum Herz des Hauses, dem Technikraum. Das ist auch ein bisschen lauter, deswegen ich hoffe, dass der Ton mich ganz gut verstehen kann. Genau, also hier in unserem zentralen Serverraum, da befindet sich die gesamte Technik, die wir für die Arbeit brauchen. Das haben wir deswegen so gemacht, weil wir die Energieabgabe, die Wärmeabgabe eben hier auch bündeln können. Das heißt, die Räume oben sind frei von Computern, außer kleinen Laptops. Das heißt, weder wird dort Wärme emittiert, noch eben Lautstärke, was einfach für das Arbeiten nicht so angenehm ist. Deswegen haben wir alles zentral hier gesammelt. Und dieser Raum ist nicht klimatisiert. In 11 Monaten des Jahres kühlen wir diesen Raum einfach nur durch Frischluft, die auf der Nordseite des Gebäudes angesaugt wird und dann hier einströmt. Und dann fließt die Luft quasi hier durch die Geräte durch, auf die Rückseite der Geräte, wird dort abgesaugt. Und die warme Luft, die ja nach oben steigt, gelangt über einen Wärmetauscher wieder zurück ins Heizsystem, ins Warmwassersystem. Können wir auch direkt mal weitergehen. Hier ist auch der Pullover, den wir vorhin runtergeworfen haben. Der ist hier gelandet. Durch diesen Schacht kommt er dann quasi in die Wäsche und steht dann hier für die Waschmaschine bereit, die nicht nur einen Warmwasseranschluss hat, sondern zusätzlich für die Vorwäsche eben auch noch einen Regenwasseranschluss, damit einfach Frischwasser nicht unnötig verbraucht wird. Zu allerletzt zeige ich euch hier noch das, wo das ankommt, was wir vorhin oben runtergeworfen haben. Hier über diese Röhre aus der Wohnküche kommt quasi die Sachen aus dem gelben Sack. Die fallen hier einfach rein und über diese Röhre kommt hier das Glas, das wir oben abwerfen können. Da kam gerade ein neues Glas. Ja, Nachhaltigkeit ist das Thema, das uns alle bewegen sollte, und ich glaube, wir konnten zeigen, dass man dabei auch Spaß haben kann, indem man sich verschiedene Möglichkeiten überlegt und Nachhaltigkeit, Spaß und Komfort sich nicht gegenseitig ausschließen müssen. Ja, das war die Roomtour durch unser nachhaltiges Wohnen- und Geschäftshaus. Wenn ihr noch mehr spannende und interessante Gebäude kennenlernen wollt, dann könnt ihr hier klicken oder ihr abonniert einfach diesen Kanal. Vielen Dank, tschüss!